genau du. Du stehst heute im Mittelpunkt. Also du und du auch und du auch. Alle ihr da draußen, also ja, auch du, Markus, auch du stehst heute im Mittelpunkt, ein bisschen. Es dreht sich nämlich um jeden einzelnen von uns aus der Community. Es geht um das Thema Selbstliebe, sich selbst zu akzeptieren. Es geht um genau das, mutig rausgehen, sich selbst abfeiern, sich in seinem Körper wohlfühlen. Man kann da so viel zu sagen. Gegen Bodyshaming, gegen Kinkshaming. So. Für eine Community, die sich selbst akzeptiert. Und ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Brauchen wir gar keine Folge machen. So, das war schon alles. Schön, dass ihr da wart. Nein, hört rein, es lohnt sich. Besser kann man es nicht sagen. Schwarz und eng, der schwule Fetisch-Podcast. Mit euren Hosts Markus und Alex. Folge 15, da sind wir mitten reingestartet. Schwarz und eng, der Podcast. Ihr habt es gesehen, wir tragen mal wieder Outfits. Wir wechseln ja immer durch. Wir haben uns heute für MX entschieden, also für Motocross. Fun Fact zu mir, ich habe eben gerade, ich habe das aus der Tasche gezogen, weil ich habe einfach heute Morgen so ein paar Dinge einfach in die Tasche geworfen. Bei mir waren noch Preisschilder dran. Bei mir nicht. Es ist jungfräulich, ich trage es zum ersten Mal. Herrlich aus. Hast du schön ausgesucht tatsächlich. Ja, muss ich mal gucken. Ja, doch, schon. Also ich habe auch gesagt, ich will es auch mal zum Motorradfahren anziehen, also funktional. Vielleicht machen wir auch einfach mal eine MX oder eine Motocross-Folge. Oh. Heute haben wir es einfach nur zufällig an, weil es einfach schön aussieht. So, und weil es pragmatisch ist. Und weil wir uns damit wohlfühlen. Wohlfühlen, genau. Und wir hatten tatsächlich gesagt, wir hatten heute irgendwie, wir haben Rubber nicht so richtig gefühlt, weil das hätten wir uns nicht drin wohl gefühlt. Ja. Heute hat man ja auch mal solche Tage. Und heute geht es wirklich ums Wohlfühlen, denn das versuchen wir ja jede Folge immer wieder, was heißt klarzustellen, aber eigentlich sozusagen, lebt euer Leben, lebt so, wie ihr es haben wollt, weil, ich sag mal, nichts anderes tun wir auch. Ich sage immer, man darf gerne egoistisch durchs Leben gehen und immer erstmal an sich denken, weil man lebt nur einmal und man lebt hier und jetzt und das ist so ein bisschen mein Motto. Ich glaube, das trifft auf dich auch ganz Nein, gut zu. YOLO ist bei mir nicht so breit vertreten. Und genau das ist es. Lasst euch auf gar keinen Fall von irgendwem irgendetwas sagen, dass irgendetwas richtig oder falsch ist oder gut oder schlecht ist, sondern wenn ihr euch wohlfühlt, dann ist es genau richtig. So. Dann sind wir jetzt schon fertig mit der Folge, oder? Schön danke fürs Einschalten. Boah, die kürzeste Folge ever. 2 Minuten schwarz und eng. Vielen Dank. Kommen wir zum Arbeitstitel vielleicht mal. Genau. Oder? Also um was es eigentlich geht. Ja, genau. Ich würde mal einen raushauen. Ja. Body- und Kink-Shaming geht ja gar nicht. So. Ja. Finde ich gar nicht so schlecht. Sag ich doch. Ja, an dieser Stelle können wir übrigens auch wieder sagen. Einmal in die Regie bitte mitschreiben, den Folgentitel, danke. Haben wir so eine Sekretärin? Ja, doch. Also so ein heißes Luder, was da mit so einem. Wir haben heute 2 heiße Luder hinter der Kamera stehen und sitzen. Ne? Ja, okay. Zu viel des Guten. Tatsächlich an dieser Stelle mal der Einwand oder der Einschub, wenn ihr uns hört oder zuschaut, auch im Video auf YouTube oder auch bei Spotify sind wir auch mit der Videofolge, könnt ihr einschalten, dann sehr gerne in Gear. Also zieht euch jetzt was Fesches an. Wo ihr euch wohlfühlt drinnen. Genau. Und drückt jetzt einfach auf Pause, zieht euch was Fesches an und dann kommt ihr wieder zurück vor den Bildschirm oder vor das Rundfunkgerät für den Weltenempfänger und dann hört ihr uns weiter und postet sehr gerne davon ein Foto oder ein Video in eurer Story und markiert uns auf Instagram, denn wir heißen dort schwarz und eng.podcast, glaube ich. So, guck mal. Haben wir das auch schon mal abgehakt und können jetzt direkt ins Thema reinstarten. Ja, warum ist das so wichtig? Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, es geht einfach darum, sich wohlzufühlen und ich finde es immer schwierig, wenn irgendwo Kommentare auftauchen mit das geht ja gar nicht, was du da anhast, auch mal unabhängig jetzt vom Kinky-Fetisch-Bereich. Ich finde es generell schwierig, wenn ein Mensch sich so wohlfühlt, egal mit was oder wie, dann ist doch alles in Ordnung. Also leben und leben lassen. So, es muss ja nicht immer mir gefallen. Das können leider nicht viele, oder nicht alle. Also das ist ja weit über die Kink-Szene hinaus, mit Leben und Leben lassen, dass es nicht funktioniert. Ja. Solange ich ja jemand anders nicht irgendwie beeinschränke oder verletze oder sonst was mit dem, was ich trage oder wie ich bin, tut das ja erstmal keinem weh. Ja. So, und leider erfahren wir auch ganz viel Zuschriften, weswegen wir überhaupt zu dieser Folge kamen. Also ich selbst wäre da gar nicht drauf gekommen irgendwie. Viele erfahren das ja leider auch bei uns, auch in der Kinky-Community, zum Thema Bodyshaming, aber auch Kinkshaming. Ich finde, es sind beides Themen, die erstmal nicht unbedingt Hand in Hand gehen, aber können, aber die kann man zusammen behandeln. Ja. Und wir auch einfach ein bisschen was zu erzählen, weil auch ich schon mit ganz vielen jetzt auch Kinks zu tun hatte, die vielleicht nicht
so üblich oder weit verbreitet sind, wo viele einfach Bedenken haben, die offen zu teilen, weil sie vielleicht von anderen dafür belächelt werden oder weil es innerhalb der Gay- und Kinky-Community leider auch ganz viel Ablehnung gibt oder Leute, die dann nicht mit Kinks klarkommen, die andere haben. Aber auch zum Thema Bodyshaming habe ich auch mehr oder weniger Erfahrung gemacht, weil ich auch schon mal bis deutlich mehr war. Ich wollte gerade sagen, war schon mal viel mehr Markus. Ich hab ja Bilder von dir gesehen. Gibt es auch Bilder, genau. Ja. Also auch da war ich damals noch nicht kinky, aber auch da kann ich vielleicht einfach was zu erzählen, um den einen oder anderen zu helfen, da vielleicht seinen Weg zu finden. Ne? Ja. Wie ich ihn ja auch gefunden habe. Also ich bin nicht so, wie ich jetzt hier sitze, schon immer aus dem Ei gepellt und erzähle weltoffen über meine Fetische oder sonst was. Das hat ja wieder alles das mit dieser Selbstakzeptanz einfach zu tun. Also sich selbst so zu nehmen, wie man ist, und das merke ich bei mir jetzt auch, sei es jetzt auch mit Fetischen oder mit Kinks, die man irgendwie entwickelt hat, das überhaupt erstmal für sich selbst zu akzeptieren und zu sagen, das ist so und das ist gut. So. Und dann auch einfach normal. Es ist halt einfach so. Es ist einfach so, und sich damit selber wohlzufühlen, das ist, wenn dieser Punkt eingetreten ist, das haben wir von ganz vielen von euch halt ja auch irgendwie als Nachrichten auch bekommen, also dass viele uns geschrieben haben, dass, ich sag mal, durch unseren Podcast oder auch durch den Austausch innerhalb der Community mit anderen Leuten, also jetzt gar nicht mehr mal auf uns bezogen, dadurch haben sich viele, und so war es bei mir schlussendlich ja auch und bei dir wahrscheinlich auch, durch den Austausch mit anderen hat man sich sicher und wohl gefühlt, sich sein erstes Stück Rubber zu kaufen, sich darin wohlzufühlen, das einfach zu leben, einfach nur, weil man irgendwie einen Rückhalt hatte und weil man gesagt hat, ja, das bin jetzt ich. Bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders, muss ich gestehen. Ach, okay. Ich habe mich erst selber finden müssen und der Rest kam von selber durch. Ja. Also ab einem gewissen Punkt, wo ich mich selber gefunden hatte und Hashtag Selbstliebe, ohne jetzt irgendwie das mit Arroganz zu verwechseln. Ich finde, eine gewisse Selbstliebe ist total gesund und die sollte auch jeder haben. Ab dem Punkt habe ich dann angefangen, halt wirklich Sachen auszuprobieren, ohne dass es mir dann wichtig war, wie es andere finden. Und wenn du über den Punkt hinaus bist, das ist ein ganz wilder Step, sage ich mal. Da hast du natürlich immer mal noch, dass du irgendwo rechts und links guckst mit, der könnte vielleicht schräg gucken oder was auch immer. Das hast du, glaube ich, immer. Gerade in der Öffentlichkeit, wenn wir über das Thema Fetisch reden. Aber grundsätzlich irgendwann einfach mal so weit zu sein, zu sagen, ich fühle mich wohl in meiner Haut und probiere Dinge aus, finde Sachen vielleicht attraktiv an mir, was auch immer. Da war ich bis 2019, 2020 war ich an dem Punkt nicht. Also nicht so weit. Ja, du hast es ja gerade schon angeteasert, so ein bisschen deine persönliche Geschichte. Du warst mal mehr Markus. Finde ich eine schöne Umschreibung. Vielleicht an dieser Stelle, wenn wir uns heute vielleicht einfach mal auch zwischendurch unglücklich ausdrücken. Wir haben nämlich im Vorfeld der Folge überlegt, wie gehen wir auch, ich sag mal, vom Wortlaut an so eine Folge ran, weil es ist ja super schwierig. Das ist so eine Folge, es sind Fettnäpfchen überall, wo wir nur reinfallen können. Ganze Fritteusen. Ganze Fritteusen, geil, auch eine gute Umschreibung. Bitte nehmt uns das nicht persönlich oder so. Also wir versuchen hier so neutral das rüberzubringen, wie es ja auch für uns einfach so ist. So offen, wie wir halt auch sind einfach. So offen, genau. Und wenn die Wortwahl mal nicht passt, nehmt uns das bitte, bitte, bitte nicht übel. Das ist auf gar keinen Fall, das darf nicht in die andere Richtung gehen, als diese Folge eigentlich gehen soll. Also wenn wir davon reden, dass ich auch mal mehr auf den Rippen hatte oder kräftiger war, dann ist das nicht negativ gemeint und dann nehmen wir das auch einfach als Umschreibung für vielleicht andere Follower, die uns mal geschrieben haben und über das Thema sich austauschen wollten. Ich hatte irgendwann mal die 100-Kilo-Marke überschritten. Krass. Ja, vielleicht als Vergleich, heute bin ich etwas muskulöser durch Sport und so weiter und wiege irgendwie 68 Kilo auf 1,85. So, diese 100 Kilo habe ich überschritten während der Ausbildung. Der kleine süße Markus, damals mit 16, 17, 18, der noch zu Hause gewohnt hat, der jeden Mittag während der Ausbildung schön Fastfood gefressen hat und abends zu Hause auch nochmal schön von Mutti was Warmes auf den Tisch gestellt bekommen hat. Eigentlich ein schönes Leben. Isst man das halt, ne? Ja. Und bewegt sich natürlich nicht, weil man ganz nach dem Büro sitzt und hat abends keinen Bock und ist müde. Ja. So, da habe ich dann irgendwann die 100 Kilo geknackt und habe dann damals, als ich ausgezogen bin mit 19, fällt ja plötzlich das warme Essen von Mutti weg, ne? Und dann kann man sich doch vielleicht mal Gedanken über seine Ernährung machen oder dass man einfach keinen Bock hat zu kochen. Ja. Und dann habe ich wirklich damals schon mal 15 bis 20 Kilo abgenommen, einfach aufgrund der Tatsache, dass halt die zweite warme Mahlzeit wegfiel am Tag. Krass, ja. Und den ersten Jahren, das war dann 2000, wann bin ich ausgezogen? 2011, oh Gott, das ist lang her. 2011 bis 2012
12, 13, 14 habe ich dann irgendwie 15, 20 Kilo abgenommen. Einfach nur, ohne mich jetzt bewusst darauf zu fokussieren, sondern aufgrund der Tatsache, dass ich halt einfach nicht mehr so viel Fastfood gegessen habe und nicht mehr zweimal warm am Tag gegessen habe und abends halt dann aus Faulheit auch mal nur mal noch ein Brot gegessen habe oder sowas. Ja. Ohne jetzt es zu fokussieren, habe ich damals halt irgendwie mich eingependelt bei 85 Kilo, was jetzt mit Sicherheit nicht zu viel ist, aber ich fühlte mich halt einfach nie wohl. Das ist tatsächlich gerade mein Gewicht übrigens und da direkt zum Nicht-Wohlfühlen, mir sagen natürlich immer viele Menschen, wenn ich sage, ja, ich habe ein bisschen zu viel auf den Rippen, dann sagen dieses typische, nein, du siehst doch wunderbar aus. So. Ja, ich finde mich auch schön. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt ein hässlicher Mensch. Also ich selber, das, was du sagst mit Selbstliebe, ich finde mich wirklich schön und ich fühle mich eigentlich auch wohl. Jedoch in solchen Situationen, wo ich hier sitze, neige ich immer dazu, ich versuche mal einen Arm vor meinem Bäuchlein zu haben. Auch gerade. Das ist, weil ich einfach sage, nee, da darf gerne ein bisschen weg und mir geht es gar nicht darum, irgendwie super dürr zu werden oder so, sondern das Wohlfühlen, dieses Ding zu sagen, ja, ich laufe in der Badehose gern mal rum oder so. Ja. Ne? Also das ist es einfach. Ich muss sagen, ich war da immer extremer. Das ist halt, da kann ich ja nichts dagegen tun, aber mein Ideal für mich selbst war immer, komplett schlank zu sein. Das war immer mein Traum und Wunsch. Ich war aber nie konsequent genug, das hinzubekommen. Heißt, ich habe mich irgendwann bei 85 Kilo eingependelt, war dann nie zu viel, nie zu wenig, es war halt einfach normal, was völlig in Ordnung ist, nur ich habe mich halt einfach nie wohlgefühlt in meiner Haut. Also ich war nie an dem Punkt, wo ich mich attraktiv fand. So, deswegen habe ich damals halt auch mal mit Fetisch rumprobiert, aber nie irgendwie Instagram gemacht oder großer Veranstaltungen gegangen, sondern einfach nur mal hinter verschlossenen Türen zu Hause das gemacht. Weil ich mich einfach nicht wohlfühlte, für das draußen zu zeigen. Das hat dann auch viele, viele Jahre gedauert. Ich bin dann nach Hamburg gezogen, 2016, war dann da noch 3 Jahre mit meinem Ex zusammen und tatsächlich erst irgendwann Ende 19, als es Richtung Trennung zuging, habe ich irgendwie auch dann wieder zugenommen nochmal. Also bin wieder Richtung der 90 Kilo gegangen und habe dann da damals im Zuge der Trennung irgendwann eine Bremse reingehauen. Und habe dann radikal wirklich ich würde schon fast sagen, runtergehungert. Weil ich einfach für mich entschieden habe, es muss sich was ändern. Mit der Beziehungsende, ich wollte einfach dann irgendwie die verlorenen Jahre auch nachholen gefühlt. Und dann habe ich wirklich innerhalb von 2 Jahren, glaube ich, habe ich mich dann fast um 20 Kilo runtergehungert. Das war eine harte Zeit. Ja. Ich habe wirklich Zucker weggelassen, ich habe keine Cola mehr getrunken, ich habe wenig Alkohol getrunken zu der Zeit. Ich habe mittags unter der Woche nur noch Salat gegessen, abends mal nur noch 1, 2 Scheiben Brot, kein Fastfood, nur am Wochenende vielleicht mal essen gegangen. Dann aber auch ordentlich. Also man muss sich ja auch mal was gönnen, sonst ist man nur frustriert. Meine Arbeit hat es mir aber leicht gemacht, weil meine Arbeit halt unter der Woche immer mittags so Salatmenüs im Angebot hatte, wo du halt auch einfach wirklich irgendwie mit einem Brötchen und einem Salat auch einfach mal satt wurdest. Für den Nachmittag und bis zum Abend hin. Und dann halt abends einfach nicht so spät, weniger gegessen, wenig Zucker, nicht viel Süßkram. Das ist wirklich viel Disziplin. Aber wenn man die einmal gelernt hat, dann kann man die halte ich jetzt noch durch tatsächlich, um mein Gewicht zu halten. Und es fühlt sich ja auch gut an. Also, ich esse unter der Woche immer noch Salat mittags, nur jeden Mittag. Es hat sich so normalisiert, ich mag das tatsächlich einfach. Ich bin gerne nicht so vollgefressen unter der Woche. Ja. Und ich habe mich dann dann ging irgendwann Covid los, dann wurde es da sowieso noch einfacher, nicht essen zu gehen oder auch nichts zu bestellen und überhaupt. Also du konntest ja selber dann am Ende entscheiden, was du isst und wann oder ob überhaupt. Ich habe dann irgendwann und das war für mich einer der größten Erfolge, ich bin dann irgendwann unter 70 Kilo gelandet, das war Anfang 2020, glaube ich, nach 1,5 Jahren und habe mich dann irgendwann bei 65 Kilo eingependelt. Und ich war dann halt wirklich, dann war ich wirklich dürr auf 1,85. Ich persönlich habe es damals unheimlich gefeiert, weil ich halt einfach mein Ideal erreicht hatte. Ja. Andere, meine Eltern, Family und Freunde meinten so, Alter, das ist irgendwie ein bisschen wenig jetzt. Und wenn ich mir jetzt heute die Bilder angucke und mein Gesicht und auch mein Körper, denke ich mir so, okay, war vielleicht doch ein bisschen zu doll. Ja. Und dann habe ich ja 2022 mit Sport angefangen, weil dann habe ich mich wohlgefühlt, in ein Fitnessstudio zu gehen. Andere gehen ja ins Fitnessstudio, um abzunehmen. Ich bin dann ins Fitnessstudio gegangen, weil ich mich dann körperlich so wohl fühlte, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich da halt irgendwie nichts mehr und jetzt kann ich anfangen, es zu definieren. Ja. So, und jetzt wiege ich mittlerweile 68 Kilo, davon dürften dann halt wahrscheinlich 2-3 Kilo Muskeln dazugekommen sein. Und jetzt heute, wenn ich ab und zu ein Bild von mir vorm Spiegel mache, denke ich mir halt wirklich so, hallo. Ja.
also es ist wirklich so, dass ich mich selber, und das soll gar nicht arrogant sein, wahnsinnig attraktiv finde vom Spiegel, weil ich weiß, was es für eine Arbeit war, dass ich das mir selbst erarbeitet habe, um zu diesem Ideal zu kommen. Ich finde, wenn man deine Fotos auch sieht, also gerade deine Spiegelfotos, man sieht es dir an. So, und das, ja, die einen könnten sagen, es ist irgendwie eine Arroganz oder so, aber ich finde, genau das ist es irgendwie nicht. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man einen Markus, der einfach mit sich, also der sich total wohlfühlt mit sich selbst und der da sitzt und sich einfach selbst feiert. Ich finde das total toll. Genau, es ist keine Arroganz. Also genau, und das ist das, was ich meine. Ich finde mich attraktiv, Punkt. Genau. So, aber an dem Punkt war ich halt bis vor 5 Jahren nicht. Ja. Und dann kam, und jetzt um den Punkt zum Kinky zu machen, mein Instagram-Account habe ich Mitte oder Anfang 2021 ungefähr angelegt, weil dann war ich an dem Punkt, hallo, ich bin bereit, jetzt kann ich das nach außen tragen, dann gehe ich zu Veranstaltungen, dann habe ich Rubber gekauft und so weiter und so fort. Ja. Dann ging das alles ins Laufen, aber das war der ausschlaggebende Punkt war, ich habe mich erst ab dem Punkt selbst wohlgefühlt. Das heißt jetzt nicht, dass das Schönheitsideal komplett schlank zu sein, dürr zu sein, muskulös zu sein, das perfekte Ideal ist, sondern man muss halt für sich den Punkt finden, ne? Wann finde ich mich toll und attraktiv, wann ist für mich das Ideal erreicht. Das kann für jeden woanders liegen. So, und für mich war es halt jetzt an dem Punkt und dadurch schaffe ich halt aus Eigenmotivation heraus es auch, diesen Punkt zu halten. Also ich kann am Wochenende heute auch mal eine ganze Pizza fressen oder hier so Monsterpizzen von der Losteria. Und dann weiß ich halt unter der Woche, dass es dann halt mal wieder einfach weniger gibt, weil mein Körper nach wie vor anfällig ist für ich nehme mal wieder zu. Wenn ich halt jetzt jeden Tag wieder wie damals 2 Mahlzeiten essen würde, wäre ich in ein paar Monaten wieder 10 Kilo drauf. Klar, das geht dann schnell. Ja. Also vielleicht hilft das dem einen oder anderen, sich da irgendwie selber zu finden. Ich habe diese Story über die Jahre hinweg jetzt, weil ich auch immer wieder mal Bilder gepostet habe, vielleicht hast du die auch gesehen, ich habe in Wien dieses Viererfoto. Ich habe in Wien über den letzten 15 Jahren immer an der gleichen Stelle ein Bild gemacht und da gibt es in meinem Feed, wenn man sehr weit scrollt, von 2022 zuletzt ein aktuelles Bild dort und der Vergleich ist dann über 15 Jahre zurück, der ist wild und der ist auch immer wieder spannend für mich zu sehen und daraufhin kamen halt damals schon viele Fragen und ich habe vielen Menschen halt schon diese Story im Kurzen erzählt, auch wie ich abgenommen habe. Und einen gibt es auch, ein Follower, vielleicht weiß er auch, wen ich meine. Dem habe ich damals viele Sprachnachrichten dazu gemacht. Und der hat das wirklich als Ansporn genommen und hat auch selber ganz viel damit schon abgenommen und ist da wahnsinnig glücklich drüber. Und wir haben heute immer noch wieder regelmäßig Kontakt tatsächlich. Der ist auch in der Kinky-Welt aber unterwegs und fühlt sich seitdem auch wohler, dass er sich mal das ein oder andere Kinky-Piece kauft. Ja. Und berichtet dann immer ganz stolz darüber. Also wenn du weißt, wer du bist, dann schöne Grüße. Ja. Wie stehst du auf? Oh, ich habe schon getrunken. Wir müssen erstmal anstoßen. Prost Cheers. Auf die Kinky-Welt. Wie stehe ich zu? Was war die Frage? Also ab und zu und ich finde das so schade, dass einfach Menschen allgemein so sind, dieses Schubladendenken, du bist anders und ich find das scheiße und deswegen verurteile ich das. Und ich finde gerade die Kinky-Welt ist ja eigentlich so, dass wir eigentlich ja alle so leben müssten, dass wir sagen, du bist anders, wie geil ist das denn? Also so gehe ich da so rein. Special Edition. Genau, es ist ja eigentlich was Besonderes. Ja. Und manchmal erlebt man solche Aussagen, ich übertreibe jetzt und bitte, das ist keine Aussage, die von mir kommt, bitte niemals aus dem Kontext reißen. Zitat, du bist zu fett, du darfst keinen Rubber anziehen. Zitat Ende. So, ich habe das jetzt ganz bewusst so gesagt. Das ist machen keine wir jetzt kein Reel draus? Genau, also bitte niemals alleine stellend irgendwo hinschneiden. Ich finde solche Aussagen, so unfassbar asozial. Es ist ekelhaft, es ist verletzend, es ist unnötig. Weil das ist ja eigentlich genau das Kontraproduktive von dem, was diese Szene ja eigentlich ausmacht. Dass wir 100%, alle das leben, was wir persönlich geil finden. Ja. Und ich ziehe ja keinen Rubber an, um irgendwem zu gefallen. Ich mache das, weil mir dabei einer abgeht oder weil ich das geil finde. Weil du es geil findest oder weil ich es schön finde. Genau. Ja. Und ich ziehe MX an, weil ich das geil finde, weil ich das schön finde, ästhetisch finde. Und wenn mir jetzt jemand sagt, zieh das aus, das ist doch kacke. Ich könnte also ich zum Beispiel, in Anführungsstrichen, fahre ja noch wenigstens Motorrad, um das jetzt mal so böse zu sagen. Zu dir kann ich jetzt auch sagen, warum hast du das an? Du hast kein Motorrad, zieh das aus, doch scheiße. Ja. Könnte ich sagen. Ich kann mich jetzt auch ausziehen hier. Genau. Oh, hallo. Nein, jetzt driftet das schon wieder ab. Aber ich finde,
Ich finde diese Aussagen absolut scheiße. Ja, Und ich absolut. Find, das geht Und ich habe jetzt schon so oft auf verschiedensten Veranstaltungen Menschen mit jeglichem Körpergewicht gesehen, die einfach Rubber tragen und sich darin wohlfühlen. Und wenn du das am Ende ausstrahlst, dich damit wohlfühlst, ist es völlig egal, wie viel du wiegst. Ja. So, und wenn du dich darin wohlfühlst, ist es völlig egal. Ja. So, und dann kann dir aber auch kein anderer was an. Ja, Wenn genau. du allerdings halt mit gesenktem Haupt rumläufst und immer wieder guckst, wer gucken könnte, was Böses sagst, dann bist du halt leider auch eine Angriffsfläche für andere, die das dann halt vielleicht shamen. Aber da muss dann ganz wichtig, Appell an draußen, da müssen dann andere, die sowas mitbekommen, dass irgendwer irgendeinen blöden Kommentar über irgendwen macht und derjenige, ich sag mal, wehrt sich nicht oder lässt das über sich ergehen. Bitte, 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 greift da ein. Also sowas, das darf gar nicht erst Gegen aussprechen hochkochen. einfach, ja. Genau, weil Ganz klar. ich selber habe sowas tatsächlich noch nie erlebt, weil ich einfach auch eine sehr, sehr starke Persönlichkeit bin, das weiß ich auch. Also von mir gibt es halt wirklich einen richtig blöden Spruch zurück. Das ist der beste Schutz. Bei mir tatsächlich. schlägt halt sofort einfach zu, deswegen kommt mir oder würde mir auch keiner blöd kommen, glaube ich. Flucht nach vorne oder halt einfach eine große Klappe. Genau. So, das hilft beides gegen jegliche Form von Shaming oder halt von blöden Kommentaren, weil damit entkräftigst du das sofort. Ja. Aber wenn man so etwas nicht hat, und da haben wir ja auch einige. Gibt's ja auch wirklich viele, die es halt natürlich nachvollziehbar, ich kann es nachvollziehen, nicht haben. Und da haben wir viele Nachrichten ja auch müssen bekommen, die andere so in die eingreifen. Richtung gehen. Genau. Ja. Greift da bitte ein, weil diese Narben, die das am Ende irgendwie auch hinterlässt in derjenigen Person, die gehen so tief, das ist scheiße. Also Ich meine, am Ende ist irgendwie jeder Mensch oberflächlich in einer gewissen Form. Jeder hat irgendwie ein Ideal, mit dem man gerne Sex haben möchte oder mit dem man gerne was machen möchte. Oder einfach einen anderen Typen auch. Egal in welcher Bandbreite aussehen, was auch immer. Ja. Aber lasst doch euer Ideal sein. Und wenn der andere das nicht ist, dann lasst ihn doch einfach sein. Dann muss man den ja nicht beleidigen. Ja. So, dann sucht er halt einfach den nächsten Typen. Genau. Wenn es nicht passt. So what? Witzig, dass du das gerade sagst. Ich habe ja eben gerade gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt, aber Romeo und Grindr. Ja. Eigentlich die oberflächlichsten Plattformen, die es in der Geschichte der Menschheit gibt, oder generell Online-Dating, egal ob es schwul, hetero oder was auch immer. Tatsächlich habe ich da schon 2, 3 Nachrichten bekommen, so in die Richtung, dass ich war auf irgendeinem Profil, hinterlasse irgendeine Tapse und dann geht dieser Mensch auf mein Profil, drückt auf die Nachrichtenfunktion und schreibt mir irgendwie entweder nur eine kurze Nachricht mit was bist du denn für ein ekliger, ziehst Gummi an, oder auch mal so ein größerer Absatz, was für ein perverser Mensch ich sei, obwohl er mich ja gar nicht kennt, und dann blockiert er mich. Damit ich auch nicht mal irgendwie die Chance habe, mich zu erkennen. Und denk so, also mittlerweile lese ich mir sowas durch und denk so, ja, okay, gut, wenn du sonst nichts in deinem Leben zu tun hast, dann tut's mir wirklich leid für dein Menschen kann man Leben. einfach nicht helfen. Ja. Also wenn die dich gleich blockieren und deine Antwort gar nicht erst interessiert, dann sind das im Zweifel einfach irgendwelche Hater, Trolls, was auch immer. Also das darf man sich dann auch nicht so zu Herzen nehmen. Genau. Einfach zurückblockieren. Ja. Fürs Seelenheil. Und deswegen, also bei sowas bitte nehmt das nicht zu Herzen. Aber deswegen, also ja, sowas habe ich auch Internet schon mal kann aber erlebt. leider grausam sein. Ja, leider, Und leider, Menschen leider, sowieso. Ja. Aber vielleicht hilft es ja einfach da, sich gegenzustemmen, wie wir jetzt, dass andere das auch tun. Und wieder die Community hochleben lassen, ne? Also kann man ja auch nur so sagen. Also wir in der Community dürfen auf gar keinen Fall Kink und Bodyshaming betreiben, weil wir fordern von überall Akzeptanz in der schwulen Community machen, oder queeren Community. Ja. Es macht gar keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig irgendwie shamen. Nee, weil das wäre gegen alles, was wir eigentlich ja wollen. Also dann wir würden uns ja selbst zerfressen. Also leider gibt es davon genug Menschen, die das trotzdem tun innerhalb der Community, aber wir halten dafür jetzt mal eine Fahne hoch, dass das irgendwie keinen Sinn macht. Ja. Wir haben bei uns im Showskript tatsächlich eine Nachricht erhalten, die wir hier stenografisch uns reinnotiert haben. Ich öffne mal mein Handy. Genau, ich habe mir da drunter aufgeschrieben, Markus liest vor. Denn wir können ja immer nur sagen, also ihr schickt uns ja wirklich ganz, ganz tolle Nachrichten und wirklich einige, die uns zu Tränen rühren, einige, die uns wirklich zum Lachen bringen, weil sie einfach so schön sind. Es ist wirklich jede emotionale Lage auch bei uns dabei. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr euch auch so öffnet uns gegenüber. Und das dürft ihr natürlich jederzeit gerne machen. An dieser Stelle nochmal der Werbeblock. Instagram schwarzundeng.podcast oder das Ganze per E-Mail an moin@schwarzundeng.de. Wir wirklich lesen jede Nachricht höchstpersönlich selbst und antworten auch drauf. Und, unter anderem auch diese hier. Unter anderem ich habe auch diese? nachgefragt, ob ich die vorlesen darf, weil die hatten wir uns für so eine Folge mal vorgemerkt.
Ein Follower, der auch lange sich nicht selber wohlfühlte und oder gerade in Rubber, um jetzt auch mal wieder zum Thema Kinky zu kommen, hat uns dazu eine sehr bewegende Nachricht geschrieben und die auch vielleicht anderen hilft. Ich lese mal vor. Ich möchte an dieser Stelle etwas Persönliches teilen. Am Anfang fiel es mir schwer, euch zuzuhören. Der Grund dafür war, dass ich immer dachte, ich könnte niemals so erfolgreich sein oder meinen Fetisch so offen ausleben wie ihr. Das war alles nur in meinem Kopf und da hat mein Selbstwertgefühl mir wieder einen Streich gespielt, aber das tut es leider öfters. Mittlerweile hat sich das jedoch verändert. Heute kann ich euch mit Leichtigkeit zuhören, denn ich habe verstanden, dass die Fetisch-Community zusammenhält, unabhängig von Körperformen, Vorlieben oder individuellen Unterschieden. Ehrlichkeit und Authentizität sind das, was zählt und alles andere ist zweitrangig. In dieser vielfältigen und bunten Gemeinschaft fühle ich mich willkommen, angenommen und vor allem normal. Das ist für mich, jemanden, der über 26 Jahre lang in seinem Leben Ablehnung erfahren hat, etwas ganz Besonderes. Ich bin dankbar, dass es Menschen wie euch gibt, die den Mut haben, Fetische nach außen zu tragen und sie öffentlich sichtbar zu machen. Ich bin überzeugt, dass es viele Menschen gibt, die vielleicht nicht offen darüber sprechen, denen ihr dennoch helft, sich selbst und ihre Vorlieben zu akzeptieren. So wie ihr mir geholfen habt. Am Ende des Tages sind wir alle Menschen mit unseren individuellen Vorlieben und es sollte keine Rolle spielen, ob jemand dick, dünn, groß, klein oder anders ist. Was zählt, ist die Menschlichkeit und der gegenseitige Respekt. Amen. Das ist schon fast das Ende einer Folge. Vielen Dank für diese Nachricht. Ja. Deswegen haben wir uns die auch vorgemerkt, weil die bringt das Thema Body- und Kink-Shaming auf einen Punkt. Da kamen noch ein paar Nachrichten mehr, kurz zusammengefasst zu dem Thema. Er freut sich wahnsinnig, weil er sich einfach das erste Rubber gekauft hat durch uns und sich da total mit wohlfühlt. Ja. Das ist total geil. Ja, genau. Und da geht es wieder. Es geht ums Wohlfühlen. Am Ende mit dem Kink, den man ausleben möchte. Und egal wie verrückt sowas auch sein kann, also auch da hatten wir auch vor einiger Zeit eine E-Mail war das erhalten, ne? Ja, genau. Da ging es auch um mal etwas andere Fetische, in Anführungsstrichen. Ja. Das hatte derjenige uns auch so formuliert, dass er selber da auch Schwierigkeiten hat, Anschluss zu finden oder die richtigen Menschen zu finden, weil es mal etwas anderes ist, was nicht Mainstream ist. Mainstream im Sinne von, ich sag jetzt mal, Rubber, okay, da gibt es große Communities, MX, Puppies, Leder, das sind Fetische, die, ich sag mal, sehr weit verbreitet sind. Ja, da findet man auch eher irgendwie einen Anschluss, gerade in den größeren Städten. Aber du suchst wahrscheinlich gerade Ich suche gerade die E-Mail parallel tatsächlich. Deswegen versuche ich gerade diesen Spannungsbogen weiterzuziehen. Im Zweifelsfall gibst du mir gleich ein unauffälliges Zeichen. Und dann würde ich sonst ruhig weiter. Du kannst schon mal schreiben. Ich kann auch nicht direkt den Part vorlesen, aber du kannst ja schon mal grob uns schreiben. Genau. Und da ging es halt auch um das Thema, dass dieser Mensch uns natürlich sehr gerne zuhört, weil wir es halt auch im Endeffekt ganz als normal einfach hier verkaufen, was es ja am Ende ist und was wir hier alle leben und wir als Community, sage ich ganz bewusst wir. Und da ging es dann um etwas andere Fetische. Hab's gefunden. Hast du erfolgreich Und guck mal, jetzt habe ich diesen Bogen weitergezogen. Jetzt übergebe ich wieder an Markus. Ich bin der Meinung, dass ich gefragt habe, ob wir es vorlesen dürfen. Und ich glaube, wir haben auch das Ja bekommen. Die E-Mail ist relativ lang. Ich lese jetzt nicht im Detail vor. Und zwar geht es aber auch um einen Follower, der auch lange Zeit gebraucht hat, seine Kinks zu akzeptieren, weil die bei ihm schon im Kindesalter anfingen. Ja, genau, ja. Und ich suche jetzt tatsächlich einen, hier, tatsächlich, da geht's los. Was für mich ein sehr großer Fetisch ist, und ja, das stimmt wirklich, ist das Abhorchen beim Arzt mit einem Stethoskop. Damit bin ich auch in der weiße Erotik-Bubble ziemlich exotisch. Ich vermute mal, weiße Erotik-Bubble heißt dann dieses Doktor in Richtung Arzt-Bubble, da gibt es ja auch was. Aber durchaus nicht alleine, wie ich im Verlauf der letzten Jahrzehnte habe kennenlernen dürfen. Leider habe ich dadurch auch kennenlernen dürfen, wie groß Deutschland doch ist. Man wohnt halt immer man wohnt immer irre weit weg. So, jetzt haben wir das. Kann ich verstehen, weil das dann, glaube ich, wirklich einfach sehr, sehr exotisch wird und viele trauen sich nicht drüber zu sprechen. Aber trotzdem ist es ja ein Kink, wo auch er schreibt, es begleitet ihn seit Kindertagen bei den Erfahrungen beim Kinderarzt, wo es regelmäßig passierte, dass eine solche Untersuchung da was verursacht hat. So, da hat's gezappelt. Sind wir wieder beim Thema, man kann sich den Kink halt im Zweifel auch einfach nicht aussuchen. Und dadurch muss jeder eine Akzeptanz dafür haben, auch bei anderen, weil das ist ja in Kindertagen teilweise schon entstanden. Wenn ich drüber nachdenke, kann ich vielleicht auch irgendwo noch Quellen finden bei mir ganz früher mal, die unterbewusst schon da waren. Im Jugendalter. Und so geht es bei ihm auch tatsächlich weiter, dass da auch noch ein Fetisch dazu kam. Auch den finde ich wiederum faszinierend.
Und dann sind so im Laufe der Zeit durchaus auch noch andere, ich würde es mal sagen, Objektgeilheiten dazugekommen. Ich unterbreche mal ganz kurz, ich meine, Objektgeilheiten kann ja wirklich ein Kink sein bei allen möglichen, mit Klamotten und was auch immer, sind alles irgendwie Objekte. Genau. Dazu gehören, und ja, das ist irgendwie genauso komisch, schreibt er selbst, finde ich jetzt aber erstmal nicht, unter anderem auch Armbanduhren. So, früher habe ich da mit der Armbanduhr meines Vaters die Brust berührt und fühlte sich ein bisschen an wie abgehocht werden. Gut, das passt dann ja irgendwie zusammen. Mittlerweile hat es sich etwas verselbstständigt, besonders auch Smartwatches sind sehr geil anzuschauen bei anderen für mich. Von daher zeigt gerne mal eure unbedeckte Unterarme mit den Uhren. Ist jetzt Kommen ein wir gerne Videobild nach. drin? Hallo? Ja. Ich habe mir sehr viel Zeit genommen, auf diese E-Mail zu antworten, habe auch sehr umfangreich geantwortet, weil das war wirklich auch für mich spannend. Ja. Also wirklich, wirklich interessant, dass jemand das mit uns teilt. Ich habe das aus sämtlichen Inhalten dieser E-Mail noch nie etwas davon gehört und ich war wirklich interessiert und auch fasziniert, dass es das gibt und dass sich da halt einfach Dinge von selbst entwickeln und es dann aber wirklich auch, wenn auch eine kleine Community vielleicht, aber auch einfach Menschen gibt, die das teilen. Ja. Wie er ja auch im Laufe der Zeit dann festgestellt hat, wenn dann halt auch vielleicht mit weiteren Distanzen in Deutschland oder in Europa, wo auch immer. Aber auch das sind jetzt irgendwie Kinks, wo ich sage, warum sollte da jemand anders jetzt den Kopf schütteln? Genau, verstehe ich. Wenn er da Spaß dran hat, ist es doch völlig in Ordnung. Weil es tut nicht weh, also es tut uns nicht weh, es ist nicht verboten. Ich finde es auch Bitte. interessant tatsächlich. Also nicht, dass es jetzt ein Fetisch wäre, den ich jetzt entwickelt hätte, aber wer weiß, vielleicht passiert es ja noch. So. Auch da wieder vielleicht, du bist ja gar kein Papi eigentlich, ne? Nee. Aber du hattest, so jetzt, ich habe das nämlich gesehen, ich war in deiner Instagram-Story, ich glaube, es geht vielen von euch auch so. Ich wusste, dass das heute noch Thema wird. Ich musste es einfach platzieren. Weil mir war es ja nämlich auch so, deswegen war ich so verwirrt im Endeffekt. Also, ich habe dich mit einer Papi-Hood gesehen. Also. Und es sah gut aus. Ich weiß, Aber ich kämpfe mit mir selbst, muss ich gestehen. Thema Authentizität. Ja. Ich war vor ein paar Tagen in Berlin auf einer Party, auf einer Papi-Party, weil es sich an dem Wochenende einfach anbot, mit den Menschen, mit denen ich unterwegs war, dorthin zu gehen. Und ja, es machte dann natürlich Sinn, da irgendwie eine Papi-Maske mitzunehmen. Ich habe um das Thema bisher einen Bogen gemacht, wie viele wissen, weil für mich für mich ganz persönlich ist sowohl im normalen menschlichen Umfeld, als auch im beruflichen Umfeld, als auch im fetischen Umfeld, ist für mich Authentizität ganz wichtig. Ja. Und deswegen habe ich bisher mit dem Papi-Thema nichts gemacht, weil ich halt einfach mit dem ganzen Drumherum nichts anfangen kann. Wie Papis miteinander umgehen. So. Ja. Das ist einfach nicht meins. Ich beobachte das immer gerne mal. Ich fand es auch bei der Party tatsächlich ganz cool zu beobachten. Was ich allerdings sagen muss, ich fand die Papi-Maske einfach unfassbar süß an mir. Und ich habe mich damit irgendwie wohlgefühlt. Also ich kämpfe gerade wirklich mit mir selber, ob ich mir so eine Maske, also ich mag ja Masken, wie man weiß, aber ob ich mir so eine Papi-Maske holen darf oder soll, weil ich sie süß an mir finde und irgendwie mich wohl damit fühle, aber ich eigentlich konträr zu dem eigentlichen bin, was die Community erwartet, wenn ich diese Maske trage. Es gibt nur eine Antwort und die heißt ja. Ich weiß es nicht. Ich Doch. will ja authentisch sein. Ja, und aber ich kann nicht teilhaben im Großteil dieser Community damit. Aber du hast gerade gesagt, was die Community von dir erwartet. Das ist ja eigentlich der falsche Ansatz. Nein, nicht erwartet, okay, ist vielleicht falsch formuliert, aber wenn ich jetzt mit der Maske auf einer Party rumlaufe, dann und die offeriere an. Genau, das ist der Punkt. Dann offeriere ich ja quasi, dass ich durch das Maskentragen automatisch mit allem, was da mitschwingt, teilhaben möchte. Weil das ja eigentlich alle machen, die eine Papi-Maske tragen, halt das Papi-Play mitmachen. Ist ja auch, geht ja Hand in Hand in der Regel. Und ich kann das dann halt nicht erwidern und dann fühle ich mich vielleicht wieder unwohl. Siehst du, also ich habe auch Unsicherheiten. Ne? Und ich kämpfe seit Tagen mit mir, ob ich das möchte. Aber wenn ich mir die Bilder halt angucke, denke ich mir so. Das Witzige ist, als ich die Bilder von dir gesehen habe, für mich ist, ich bin da ganz bei dir. Pub-Play, das ist gar nichts für mich. Also weil ich auch einfach sage, so, ich kann das gar nicht greifen und ich finde das völlig okay. Ich finde das auch total schön anzusehen, dass wenn so Puppies unterwegs sind, ich finde das auch wirklich niedlich und es sieht genau, gut ich gucke es auch gerne an, aber ich könnte niemals mitmachen. Und ich finde es auch unfassbar attraktiv, weil wenn dann noch so eine MX-Kleidung dazu kommt, die triggert mich halt auf einer ganz anderen Ebene nochmal. Das finde ich auch wirklich richtig, richtig schick und ich finde die Puppy-Hoods, da gibt es auch richtig schicke Modelle. Ich finde das absolut, toll. Ja. Ich habe noch nie eine aufgehabt. Ich habe aber, als ich dein Bild gesehen habe, warst du auf einmal wie so eine Art
Vorbild klingt jetzt zu groß, weil dafür kennen wir uns wieder zu gut, aber nee, du warst auf einmal wieder jemand, wo ich so dachte, okay, wenn Markus das jetzt ausprobiert, dann könntest du das ja eigentlich auch machen. Also es war wirklich eine, also jetzt wirklich mal vom tiefsten Inneren. Ja. Ich, der ja sonst wirklich vor Selbstbewusstsein strotzt, als ich diesen Post gemacht habe vor ein paar Tagen mit Berlin Fotodump, das waren ja irgendwie 7, 8 Bilder und ich habe lange mit mir gekämpft, welches Bild ich als Titelbild nehme für mein Feed. Ja. Ich hätte am liebsten das Puppy-Bild genommen, wo ich das im X anhab. Das ist jetzt an 4. oder 5. Position in der Galerie gelandet, weil ich mich nicht wohl damit fühlte, das Puppy-Bild als erstes zu nehmen. Ja. Ich habe wirklich lange mit mir gekämpft. Dann habe ich doch das Bild genommen, wo ich halt mit dem MX ohne die Puppy-Maske auf dem Stuhl sitze. Wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl, wie als ich auf meinem öffentlichen Privatleben-Profil das Rubberbild vom CSD. Mein Rubberbild vom CSD gepostet habe. Vielleicht, ja. Ich habe das gepostet und ich habe danach auch sofort mein Handy einfach weggepackt und gar nichts angeguckt, weil ich einfach Angst davor hatte. Aber da war ich auch sehr nervös, weil man öffnet sich halt nochmal auf eine ganz andere Seite und denkt so, okay, wie kommt es an? Und man hat, der Mensch neigt dazu zu überlegen, was denken denn die anderen? Das ist ja immer etwas, das stört mich gar nicht. Echt nicht? Mir ging es in dem Moment wieder nur um Authentizität für mich selber. Ja. Also in der Regel denkt man natürlich, was denken die anderen, das ist mir aber in der Regel ziemlich egal. Ja. Ich kämpfte wirklich nur mit mir, ob ich das posten darf als Titelbild, um authentisch zu bleiben. So, oder ob ich mich damit wohlfühle. So, also, auch ob ich mich damit wohlfühle tatsächlich. Ja. Weil das Bild, ich hatte das gleiche Bild ja auch in der Story am Tag vorher. Die Reaktionen, es haben selten so viele Menschen auf ein Bild reagiert und so viele Puppy-Profile vor allen Dingen natürlich, die mir offensichtlich auch folgen. Ja. Das war schon irre tatsächlich. Ja. Und vielleicht starten wir jetzt hier mal einen kleinen Aufruf. Wir schneiden das jetzt hier mal als Reel raus. So. Dieses Bild von mir als Puppy. Soll ich mir eine Puppy-Hood holen? Ist das authentisch, wenn ich das Puppy-Play drumherum nicht mag? Oder soll ich es einfach lassen? Was auch völlig in Ordnung für mich wäre, wenn die Großteil der Community sagt, dass das nicht authentisch wäre und das irgendwie doof wäre, wenn ich eine Puppy-Hood trage und andere versuchen mich anzuspielen, was auch immer, Puppy-Play mit mir zu machen und ich dann irgendwie jetzt nicht abblocke, aber halt einfach nicht drauf anspringe oder halt einfach nicht entsprechend reagieren kann. Unter diesem Reel könnt ihr jetzt, man kann bei Reels ja auch Abstimmung machen, für die es auf Instagram nicht wissen, könnt ihr jetzt abstimmen und ihr braucht euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr jetzt sagt, auf gar keinen Fall Puppy-Hood kaufen. Das ist völlig in Ordnung. Fühlt euch nicht schlecht, aber eure Stimme zählt jetzt. So. Guck mal, jetzt haben wir es hier rausgeschrieben. Habe ich heute echt die Hosen runtergelassen hier. So. Ich finde das ja gut. Also ich finde das ja toll, neue Sachen auszuprobieren, weil so kann man ja auch nur neue Sachen entdecken. Und auch Fetisch, was wir auch schon öfter in unseren vergangenen Folgen hatten, ist ja nichts Starres. Es entwickelt sich ja auch weiter. Und gerade deswegen darf man kein King-Shaming betreiben. Vielleicht abschließend noch vielleicht. Mein Bauchgefühl ist, dass ich die Puppy-Hood mir hole. Also dafür kenne ich dich auch zu gut, du wirst sie dir holen, ja. Vielleicht noch eins dazu, es ist die, er wird mich töten dafür. Ich weiß noch nicht, ob ich sie bekomme, aber es ist der Secondhand Miles. Ach. Das ist die alte Puppy-Hood von Miles. Ja, gut. Die ich mir ausgeliehen habe für diese Party und dann erstmal mit nach Hause genommen habe, aber... Es ist bei euch doch aber oft so, dass ihr euch Sachen ausleiht und dann wechseln sie einfach den Eigentümer, oder? Es ist beidseitig schon passiert, ja. Ja, gut. Wäre ja nichts Neues. Ja. Aber auch da wieder zum Thema King-Shaming. Du hast ja auch schon gesagt, nicht jeder kann mit jedem Kink und jedem Fetisch jetzt was anfangen, was ja völlig in Ordnung ist. Aber deswegen sollte man auf gar keinen Fall darüber abhaten und irgendetwas Scheiße finden, nur weil es nicht dem eigenen Gusto entspricht. Ja. Ich habe tatsächlich auch auf Instagram, man hat das ja ab und zu, dass man so ein paar Profile in ihren Stories haben, so ey, ich verabschiede mich aus der Fetischwelt, wo ich mich immer so frage, so, oh Gott, was hat denn bitte die Fetischwelt dieser Person getan, dass jemand ganz bewusst sagt, nie wieder Fetisch in meinem Leben, ich verkaufe alles oder auch dieses Ding so, ich ziehe mich aus Instagram zurück, weil hier ist es zu asozial geworden. Und da habe ich tatsächlich auch letztens wieder ein Profil, was mir über den Weg gelaufen ist, gesehen. Jemand, dem ich folgte, weil ich einfach auch den Style generell ganz gut fand. Und dann hat sich die Person dazu öffentlich geäußert, dass er total auf Windeln steht. So, wo ich sage, damit kann ich gar nichts anfangen. Das ist für mich eigentlich völlig konträr zu dem eigentlichen Bild, was ich von der Person hatte. Ich kannte den nur über Instagram. Also war halt einfach nur ein Profil, dem ich folgte. Und dann kam irgendwann ein halbes, dreiviertel Jahr später so,
hey, ich verabschiede mich jetzt hier, weil ich habe zu viele Hate-Kommentare bekommen. Wo ich denke, so, was ist mit dieser Welt falsch? Das ist doch, das geht doch nicht. Also, warum? Das ist wirklich, der Windelfetisch das ist so ein heißes Thema, das so negativ behaftet in der Szene ist. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Ich habe wirklich auch schon mit engen Freunden darüber gesprochen, die auch den Fetisch teilen. Ich kenne einen, der steht total dazu, der trägt das voll durch die Welt. Finde ich großartig, weil es am Ende auch wieder einfach nur ein Fetisch ist, wie halt ein anderer auch, den er ausleben kann. Es gibt da eine riesengroße Community und ein Bruchteil davon traut sich darüber zu sprechen. Und vor allem, wenn immer der Kommentar kommt, das ist ja pervers. Entschuldigung, ich rieche an getragenen Socken. Wenn ich 2 Fäuste im Arsch habe, ist es auch pervers. Genau. Also, danke. So. Und vor allem, ich erzähle meinen Kollegen, dass ich gerne Socken im Gesicht habe, die ist ja auch getragen pervers. sind. Genau, das ist das widerlich, ist ja Alex. widerlich. Bäh. So, Ja, also so. wenn man es jetzt mal so nehmen möchte. Deswegen, okay, erzähl weiter. Ich bin Ich nicht hatte Wort neulich gefallen, aber auch Socken im Gesicht. Ich muss es jetzt einmal beichten an der Stelle. ihr erinnert euch an die Sockenfolge, wo er gesagt hat, ist gar nicht er. Und die hatten auch Geruch oder haben die jetzt nach Weichspüler gerochen? Da reden wir jetzt nicht weiter drüber. Ich habe es nur einmal ganz kurz erwähnt. Egal. Ja, okay. Man entwickelt sich ja weiter, das hatten wir ja gerade. Man entwickelt sich weiter. Ich Auch bin du ja auch wirst offen älter. für Dinge. Genau, ich werde auch älter, ich bin alt. Ja. Nein, also Windel ist ein Fetisch, wo viele sich nicht trauen, darüber zu sprechen und ich verstehe es nicht. Und der auch viel gehatet wird in der Szene, warum auch immer. Aber was ich dazu auch sagen kann, ist, dass ich vom Quellgeist viele Menschen kenne und ich da immer höre, dass die Windelwochenenden die bestbesuchsten Wochenenden im Quellgeist sind, wo der Laden am meisten Umsatz generiert, irgendwie gefühlt. Ja. Also die rennen denen die Türen ein aus der ganzen Welt. Ja. Was ja nur heißt, dass es einfach dafür eine riesen Community gibt und es so traurig ist, dass sich keiner traut, darüber offen zu sprechen. Ich habe auch Freunde im Umfeld, die wirklich an dem Punkt sind, wo sie ein riesengroßes Problem haben, das selbst zu akzeptieren. Also auch da sind wir wieder an dem Punkt, das ist ein Fetisch, der hat sich von selbst entwickelt, der ist da, der macht die geil, aber sie kämpfen gegen sich selber, weil sie es nicht akzeptieren wollen oder weil sie denken, andere könnten sie dafür haten. Ja. Und das finde ich so unfassbar traurig. Das ist schade, weil man muss irgendetwas verstecken. Also man muss es jetzt ja auch nicht gleich offen tragen. Das ist ja auch. Nein, das sind da Welten dazwischen, aber wir müssen es erstmal akzeptieren. Man fühlt sich schlecht und kann es deswegen nicht akzeptieren. Du kannst es ja mit anderen auch einfach ausleben. Du musst es ja jetzt nicht irgendwo erstmal an die große Glocke hängen, was auch immer, so wie du dich wohlfühlst, Step für Step. Und vielleicht für alle, die da einen Struggle mit haben, ich habe einen guten Freund aus Nürnberg, der macht da keinen Hehl draus, dass er den Fetisch hat. Wir hatten da eine sehr lustige Geschichte, die muss ich kurz erzählen. So viel zum Thema Offenheit dann auch für andere Fetische. Das war der CSD in Köln vor 2, 3, 4 Jahren. Er war mit Windel unterwegs, er wollte den Abend eigentlich aber eine Workwear-Hose drüber tragen. Und ich war damals mal top. Voll der Top den Abend. Ich habe ihm einfach die Hose weggenommen und habe gesagt, du läufst jetzt mit Windel rum auf der scharfen Straße. Was bist du denn für Er einer? fand es total geil. Ich fand es irgendwie auch lustig. Also gar nicht, um ihn bloßzustellen. Los, da kriege ich ja Angst. Also da werde ich auch zum Top manchmal. Hallo. Auf jeden Fall fand er es geil, ich fand es irgendwie cool. Auf jeden Fall lief er dann halt mit Oberteile mit Windel rum. Ja. Und Scharfenstraße, CSD Köln, viele, die es kennen, es ist völlig überlaufen. Alle Läden sind voll. Die Klos draußen sind irgendwie überlaufen. Die paar Pissoirs, die es gibt. Naja, sei es drum. Irgendwann mussten ganz viele Menschen pissen. Wir haben uns im Kreis um ihn aufgestellt und haben ihn der Reihe nach in die Windel gepisst. Und alle hatten Spaß. Bitte. Ja. Also, warum nicht? Ja, großartig, oder? Ja, spannend. Ist jetzt etwas, wo ich sofort sage, okay, ist jetzt vielleicht nicht meins. Es war jetzt kein Fetisch für mich. Ich hab ihm auch in die Windel gepisst. Aber wenn es für alle nett ist. Alle hatten Spaß. Punkt. Bitte. Das ist doch das toll. beste Beispiel von Akzeptanz. Ja. Es war nicht mein Fetisch. Es ist auch nicht mein Fetisch, jemand anzupissen. Es macht Spaß irgendwie. Es hat Spaß gemacht, ihm in die Windel zu pissen. Es hat Spaß gemacht, zu sehen, wie er Spaß daran hatte. Ja. Haben doch alle gewonnen. Das ist wie eine Win-Win-Situation, ne? Für alle Seiten. Oh, und ich musste mich nicht irgendwo am Klo anstellen. Praktisch. Ja. Und genau das ist es. Am Ende finde ich schön, dass ihr dann einfach mitgemacht habt. So. Klar. Und genau so muss am Ende, was heißt muss, auch das wird so vorgeschrieben, aber ich finde, genau so sollte eigentlich diese Community sein. Wenn es nicht mir gefällt, dann gehe ich einfach weiter. Ja. Aber ich kann trotzdem nett lächeln und muss ja nicht gleich irgendwie mit erhobenem Mittelfinger irgendwo zwischengehen und rumpöbeln, sondern ich kann, wenn es auch für mich vielleicht etwas Perverses hat, ja mein Gott, dann gehe ich einfach weiter.
Ja. Also ich muss ja nicht immer meinen Senf dazugeben und auf Biegen und Brechen meinen Kommentar mit irgendeinem Scheißausdruck irgendwo drunter kloppen, einfach nur, weil es mir persönlich gerade nicht gefällt. Also und das ist Fresse halten. und das So, ist ja auch hilft mal. unabhängig von diesem ganzen Kink- und Fetischbereich. Wenn ich mal so gucke, was hier in der Buchholz-Facebook-Gruppe los ist, da muss ja nun mal die Müllabfuhr eine Mülltonne nicht lernen. Schlagartig. Dann ist aber hier los. Da ist aber hier Die sowas Gisela, von los. die sonst nichts zu tun hat im Leben, dann ist aber hier Alarm, ne? 70 Kommentare. Und am Ende geht es da nicht mehr um die Mülltonne, die nicht entleert wurde, sondern es geht um die Parkplatzsituation, wo eine Fahrbahnmarkierung fehlt. Keine Ahnung. Und die Leute regen sich auf und dann denke ich mir so, Leute, weil wenn das eure Probleme sind, was Den ist darfst du denn halt bei kein euch Gehör falsch? schenken und auch nicht reagieren. Ja. Aber es gibt leider ja auch, wenn wir jetzt mal von den Mülltonnen wieder weggehen, auch noch ein paar Fetische, die ja sonst auch gerne versteckt werden. Mir fällt da gerade spontan noch sowas wie Dirty ein. Ja. KV. Ja, total. Auch damit habe ich gar keine Berührungspunkte, außer wenn beim Fisten halt mal was nachrutscht. Das ist dann aber halt eher ein Unglück. Aber es gibt da wirklich Menschen, die drauf stehen und das ist auch völlig in Ordnung. Auch da wird es bestimmt wieder welche geben, die dann, mit denen man sich einfach treffen kann und dann hat man zusammen Spaß. Das so what? So wie sich Gummi-Leute treffen sich auch solche Leute. Das es gibt auch jeder bestimmt ist in noch seiner genug Bubble. andere Fetische, die verpönt sind, was aber keinen Grund gibt, dass man sie verpönt. Ja. So, mir fallen gerade keine mehr ein, weil ich glaube tatsächlich, dass Thema Mülltonne. Ich hatte mal, Was? mich hat mal jemand angeschrieben, Ja. der da drauf steht, in Mülltonnen geworfen zu werden. geil, das würde ich sofort machen. Hab Also ich- wirklich, ohne Witz, das würde ich sofort Habe machen. ich noch nie von gehört vor und war so, also auch da merke ich selber mir so ein Ding so von, okay, du musst mal kurz drüber nachdenken, so, okay, warum? Aber auch das ist eine Art von Fetisch. wo Manche ich Dinge sage, kann man einfach nicht erklären. Genau. Fetische. Und das ist ja genau das Ding, was du auch gesagt hast. Fetische entwickeln sich einfach. Man kann dafür keine Ich hätte Erklärung aber wirklich finden. Lust drauf jetzt gerade. Also, wenn eine Person uns zuhört oder diese Person vielleicht auch, Manchmal bin also, ich einfach Sadist, das war ne? tatsächlich schon vor einigen Jahren. Ja. Aber wenn da jemand draußen ist, der irgendwie in Mülltonnen geworfen werden möchte, meldet euch mal. Das ist verrückt. Also vielleicht auch wirklich erstmal für einen Austausch. So. Ja, also wirklich einfach aus Neugier, mal die Was Hintergründe genau zu erfahren. macht- Aber das ist was ich halt einfach mal unverblümt ausprobieren würde. So völlig neutral, genauso wie dass ich jetzt dieses Jahr und letztes Jahr das erste Mal Menschen angepinkelt habe im Ja. Lab. Hätte ich mir niemals ausmalen können, dass ich mal ausprobiere, weil ich bisher nie dachte, dass ich irgendwie auf NS stehe. Aber ich habe A, eine schüchterne Blase und B, hat es funktioniert. So, also es scheint mir ja irgendwie gefallen zu haben. Ja. So, also von daher, Ja, und überleg mal eigentlich, wo du auch gesagt hast, ja gut, da warst du auch mal irgendwie ein Top. Du hast mich ja auch schon auf den Boden gedrückt, um diese Geschichte immer mal wieder hochkochen zu lassen, ja auch, ne? ja, aber auch ja. das wäre ordinär eigentlich nicht meins gewesen. Ja. Aber es hat ja irgendwie uns beiden Spaß gemacht Hat in dem sich dann Moment. ergeben, ja. Hat sich irgendwie ergeben. Würde ich auch jederzeit wieder machen. Also. Ach so, Am 26. April im Toms Ja, Saloon. so. 25. April. 25. So April. schwarz und eng. Da, wo Markus ja auch dabei ist, Ja, wie wir da alle wo wissen. Markus ja auch dabei ist. Haben wir ja schon in der letzten Folge erfahren. Ja. Nee, aber genau das ist es tatsächlich. Leute, lebt es aus und denkt bitte erstmal nur an euch. Also ich finde, da Ja. darf jeder an sich denken und es ist euer Leben, es ist dein Leben, um es jetzt mal auch ganz konkret zu formulieren. Es ist dein Leben, du hörst uns gerade zu. Bitte lebe dein Leben, wie du es leben möchtest. Ich persönlich finde ja Egoismus durchaus gesund. Ja. Bis zu einem gewissen Grad. Ja, Bis zu einem gewissen Grad. Hier hinten werden schon, hier ist ein Raunen durch den Saal gegangen. Nein, also da Ja. stehe ich auch zu und da können auch gerne Menschen andere Meinung haben, aber ich habe gelernt mit den Jahren, mit Selbstliebe und der Akzeptanz mir gegenüber selbst, dass auch eine gewisse Egoismus mit dem, was ich möchte, dass ich das voranstelle im Zweifel manchmal im Leben, gesund ist für mich, um glücklich zu sein. Wie gesagt, das hat seine Grenzen, man muss da einen gesunden Mittelweg finden, aber in erster Linie muss ich mich selber mögen. ja. Und auch erstmal um mich selber kümmern. Und dann Genau. kann der Rest kommen. Wie im Flugzeug. Erstmal die Sauerstoffmaske sich selbst aufsetzen und So, dann helfen danke. sie anderen. Das ist eine Regel, die schon Damit können wir die Folge jetzt auf was beenden. also erst setzt ihr die Gasmaske euch selbst auf und dann anderen, um jetzt noch den Fetisch da reinzubringen. Und genau so ist es. Ich heule. Ja, aber das Wollen war wir- das Wort zum Sonntag. Zum Sonntag. Wir Ja. haben ja heute zwar nicht Sonntag, aber ja. Ja, Wer weiß. wer weiß, vielleicht beim Veröffentlichungsdatum. Könnte es ein Sonntag sein. Es könnte ein Sonntag Schauen wir sein. mal, was wird. Was wird? Auch in dieser Folge untergebracht. Super. Ja. Ich glaube, wir haben. Ich finde, wir haben Ich das- hoffe, wir haben wirklich, Also, ja. wirklich keinen irgendwie
auf den falschen Fuß erwischt oder irgendwas Falsches gesagt. Ja. Wir wollten das wirklich so offen wie möglich halten und gar keinem irgendwie ans Bein pissen, sondern wirklich Außer ihr steht drauf. Okay, sorry. für Offenheit werben Ja. und für Akzeptanz, sowohl im Body- als auch im Kinky-Bereich. Und wenn ihr euch nicht wohlfühlt, versucht, was dran zu ändern. Ich kann nur sagen, die beste Investition in mein Leben war bisher, dass ich versuche, mich zu verändern oder halt mich selber wohlzufühlen. Ich glaube, ich hätte sonst echt viel verpasst im Leben die letzten Jahre, weil ich einfach nicht bereit gewesen wäre, die Schritte zu machen. Also ich kann rückwirkend nur sagen, es fühlt sich gut an, sich wohlzufühlen. Genau. Rauskommen und sich wohlfühlen. Und das müssen nicht immer die Tada-Momente sein. Ihr müsst nicht nächste Woche einen Podcast starten und euch bei YouTube hinsetzen und über eure Fetische sprechen. Das reicht schon, dass wir uns hier jedes Mal überwinden müssen. Das müsst ihr auf gar keinen Fall. Aber fühlt euch wohl in eurer Haut. Wir brauchen auch irgendwann einen Anschlusspodcast, wenn wir mal aufhören. Auch wieder Also wahr. von daher fangt ruhig mal an damit. Ja. Wir müssen ja auch wie bei weitergehen. Schwanz und Ehrlich. Ja, aber die haben es 6 Jahre gemacht. Ja, so lange werden wir das, glaube ich, nicht machen. Hallo? Aber Ich habe hier schon Ambitionen. Nur weil du hier jetzt irgendwann wie so ein Rentner irgendwo im Schaukelstuhl sitzen möchtest oder einfach nur in Berlin rumhängen Schaukelstuhl, möchtest. ist das Sling? Wir machen das hier erstmal schön weiter, bis hier jede Zelle von deinem Körper erzählt wurde, was da alles passiert ist. Das wird hier bis zum Ende ausgetragen. Ich sag's dir. So. Gut. Ja. Haben wir es auch geschafft für heute. Ansage von Fatih heute mal. Ja. Ich wollte gerade eigentlich noch irgendwas sagen. Ach so, ja. Da wir ja auch wieder, ich sag mal am Ende mit unserer Brille ja durch die Welt gucken, freuen wir uns ja wirklich immer über offene und wirklich tolle E-Mails oder auch Instagram-Nachrichten. Schreibt uns sehr, sehr gerne. Wenn ihr sagt, Mensch, da gibt es einen Fetisch, den ihr habt, der vielleicht nicht Mainstream ist, der vielleicht bei ganz wenigen Menschen nur irgendwie auch auf Gegenseitigkeit stößt, schreibt es uns doch mal. Was habt ihr für einen Fetisch, der vielleicht fernab von den großen Mainstream-Fetischen Rubber und Co. ist, sondern habt ihr etwas Besonderes? Interessiert uns ja wirklich und wir lernen ja auch Vielleicht etwas kommen noch dazu. neue Themen dazu, die wir mal beleuchten Neue können. Themen. Genau. Deswegen herzlich eingeladen, schreibt uns eine Mail, moin@schwarzundeng.de oder auf Instagram schwarzundeng.podcast. Und wir haben trotzdem noch was vergessen, wenn ich jetzt über unsere Gedankennotizen gucke. Ja. Ich hake noch mal kurz ein, wir haben ja noch Zeit, wir sind ja heute noch weit von der Stunde entfernt. Alle, die jetzt gerade die Folge hören, gucken genau jetzt auf ihr Handy oder auf ihr Abspielgerät und gucken, welche Zeit da steht übrigens. Ja. Wir haben noch Zeit. Wir trinken erstmal so. Ja, Prost. Cheers. Stößchen. Nee, was tatsächlich thematisch reinpasste, was auch immer wieder mal schon mal hochkam oder auch Fragen zu kamen, was unsere Meinung zum Thema Akzeptanz von fetischem Alter ist. Ja, guck So. mal, völlig überlesen. Hab Ja. völlig überlesen. Auch ich komme ja langsam in ein Alter. Ja, komm, nicht ernst zu nehmen. Es geht voran. Also, okay, du bist kein Twink mehr. Ich Ja. bin jetzt mittlerweile 15 Jahre von der Volljährigkeit dann bald entfernt. Ja. Ich finde schon, dass ich so langsam einfach einen gewissen Abstand gewinne zu den jetzt nachziehenden neuen Fetischlingen, Twinks, was auch immer, was auch völlig in Ordnung ist. Ich fühle mich total wohl an dem Punkt, wo ich bin. Und ich habe einfach mittlerweile in der Regel mehr Kontakt mit Menschen, die älter oder gleich alt sind als ich, als mit Jüngeren. Ja. Einfach weil ich es auch angenehm finde, wenn man halt schon Erfahrungen austauschen kann oder halt einfach auf der gleichen Augenhöhe auch im Leben ist, einfach mit Lebenserfahrung, Berufserfahrung, was auch immer. Viele haben ja das Problem, dass sie sich selber im Alter, im Fetisch dann irgendwie nicht mehr akzeptieren oder das Problem haben, dass sie halt irgendwie keine Kontakte mehr finden, was auch immer. Ich finde das aber totalen Quatsch. Also ich habe auch ganz viel Kontakt mit Älteren, also die älter sind als ich, und ich finde es total angenehm. Also wir hatten jetzt erst ein wunderschönes Wochenende verbracht mit einem Bekannten aus Hamburg, der, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ehrlich gesagt, aber es ist mir auch einfach egal. Es wäre jetzt ein Fettnäpfchen, wo man reintreten ich fange es kann. auch gar nicht erst an, weil es mir egal ist. Wir hatten ein wunderschönes Wochenende zusammen. Wir haben einen Altersunterschied. Ja. Er ist älter als ich. Aber der hat eine totale Offenheit noch. Wir hatten so einen schönen Abend. Bei der Papi-Veranstaltung war er halt dabei. Ja. Und ich glaube, er hört den Podcast auch, von daher schöne Grüße. Wir hatten so einen schönen Abend und es war einfach so auf Augenhöhe.
dass wir da Spaß hatten den Abend und dann ist es doch völlig egal, wie alt er ist. Er hat an dem Abend einen Rubbersuit getragen, er sah fabelhaft damit aus. Ja. Keiner hat irgendwie schräg geguckt, weil er ein paar Tage älter war als jetzt die 18-Jährigen, die da rumgehüpft sind mit Papi-Maske. Und alle waren glücklich. So. Schön. Wir hatten einen geilen Abend. So, Genau von daher, so soll es sein. ich finde, es gibt keinen zu alt. Und wenn ich mir jetzt im Lab oder auch im Kitty diesen Altersrange angucke, dann ist da wirklich mittlerweile von 18 bis, egal wie alt, alles Mögliche dabei. Ist jetzt nicht kinky, aber muss ich erzählen, im KitKat neulich abends, Samstagabends, also keine Fetischparty, sondern die normale Samstagabendsparty, wo ja auch kinky Leute rumlaufen. Da war auf der Tanzfläche unten ein wirklich älterer Herr, alleine gestanden. Der hatte irgendwie einen gefühlten Schlafmantel an. Also es sah ganz wild aus, das Outfit. Willkommen in Berlin. Genau, willkommen in Berlin. Und der war mindestens, also keine Ahnung, um die 60? Ich weiß es nicht. Der sah wirklich im gehobenen Alter aus. Und der hat da alleine getanzt und hatte Spaß. Schön. Und ich habe das nur gesehen und dachte mir so, ja. So will man doch alt werden. Ja. Also, so. Was Und ob der da gibt's als Schöneres? Rubber gestanden wäre oder in Leder oder im Schlafmantel oder nackig, Ja. so what. Der hat sich wohl gefühlt, hat er Spaß gehabt. ja. Und die Erfahrung habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Wenn du dich wohlfühlst, dann ist egal, wie alt du bist in der Community. Und dann gibt es auch, das ist das Letzte, was ich gerade noch hier aus Nachricht schon mal hatte, dass viele eben Kommentare gelesen haben, dass es auf Gear-Partys irgendwie beleidigende Kommentare gab gegenüber Menschen, die nicht ins Schönheitsideal passen oder ins Alter passen. Habe ich zum Glück noch nicht wahrgenommen, hatten wir vorhin schon, muss man wirklich aktiv gegen anarbeiten. Aber wenn du dich wohlfühlst auf der Party und es ausstrahlst, dann ist es egal, wie alt du bist. Also die meisten Kinky-Partys sind ja auch ohne Alterslimit, finde ich. Also nicht, dass ich groß welche wüsste. Ab und zu im Quergeist ist eine U35. Okay, das ist wirklich für die eher ganz Jüngeren, die halt frisch sind, Völlig die sich in wohlfühlen. Ordnung. Völlig in Ordnung. Aber die meisten Kinky-Partys habe ich bisher kein Alterslimit gesehen. Alle sind so willkommen, wie sie sich Ja, wohlfühlen. Genau. Ja. Und wenn die das ausstrahlen und vielleicht auch mit Freunden hingehen oder halt nicht alleine und dann irgendwie aufdringlich sind, was ja schon wieder schwierig wäre, finde ich. Aber wenn du so wie bei uns einfach mit einer gemischten Truppe hingehst, mit verschiedenen Altersstrukturen und wir hatten alle Spaß miteinander und haben uns alle wohlgefühlt. Ja. Mega cool. Ja, das wollte ich noch erzählen. Ich glaube, das ist ein wunderschöner Abschluss. Fand ich sehr, sehr gut. Und wichtig auch nochmal. Ja. In diesem Sinne, ich überlege gerade jetzt, wir hatten unsere Abschlussworte schon eigentlich davor irgendwie. Ja, ich habe nochmal eingegriffen, es tut mir leid. Dann müssen wir halt jetzt. Ich könnte die jetzt im Schnitt einfach nochmal hinten dran setzen. Vielleicht fällt mal das wiederholen. Vielleicht fällt das da draußen Nein. gar nicht auf, also weißt du so, aber. Ich glaube, abschließend kann man einfach sagen, fühlt euch wohl und akzeptiert andere so, wie sie sind. Und ich glaube, dann können wir alle sehr viel Spaß haben in der Kinky-Community. Ja. In diesem Sinne, Danke. wir hören uns bald wieder. Auf jeden Fall. Ich freue mich. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Und tschüss. Tschüss.